Unsere Notennamen entstammen aus den ersten Buchstaben unseres Alphabets. Wir haben A, B, C, D, E, F und G. Im deutschsprachigen Raum haben wir statt dem B ein H. Warum, erkläre ich dir am Schluss vom Video. Wir haben A, H, C, D, E, F, G. Dann geht es wieder von vorne los. A, H, C. Und wir starten jetzt mit unserem Notensystem die sogenannte Stammtonreihe hier. Und zwar starten wir vom C, zeichnen einen Violinschlüssel, damit wir die Tonhöhen festlegen und zeichnen unsere Stammtonreihe ein. Hier vom C, wir brauchen schon eine Hilfslinie, einfach den Abstand von den Notenzeilen unten nochmal, wo wir das C drauf malen. Dann das D, E, zwischen den Zeilen wieder das F, auf der Zeile das G, du kennst das noch vom G-Schlüssel, A, H und schließlich wieder das C. Das ist unsere Stammtonreihe C, D, E, F, G, A, H, C. Sag sie dir immer wieder vor, sie wird dir immer wieder begegnen. C, D, E, F, G, A, H, C, C, D, E, F, G, A, H, C. Merkst dir, du wirst es immer wieder brauchen und zeichne es gleich, zeichne die Stammtonreihe gleich in die dafür vorhergesehenen Notenzeile im Buch ein. Wir kennen also unsere Stammtonreihe C, D, E, F, G, A, H, C. Ein sehr vertrauter Klang unserer Dur-Tonleiter. Wir haben hier ein C und hier auch. Um diese zwei Cs eine Oktave auseinander unterscheiden zu können und auch eindeutig festlegen zu können, haben wir verschiedene Oktavlagen am Klavier. Um dir das nochmal im Notenbild zu verdeutlichen, zeichnen wir hier nochmal den Violinschlüssel ein, unten den Bassschlüssel und schreiben unsere Stammtonreihe nochmal auf. Das C, das D liegt unten an der ersten Notenlinie auf, ohne Hilfslinie, dann E, F, G, A, H und wieder das C. Dieses C nennt sich C eingestrichen. Das zweite C nennen wir schon C2 gestrichen. Alle Noten dazwischen haben also einen Strich, D, E eingestrichen, F, G, A, H, C. Bis zu dem C. Hier geht es weiter mit dem D, das auch schon zwei Striche hat. Nach unten weg. In der Oktave weiter nach unten haben wir einfach die kleinen Buchstaben. Hier das A ohne Strich, hier das H und hier das C bekommt schon einen Strich. Noch tiefer in den Bassschlüssel. Im Bassschlüssel das C ist übrigens das gleiche C, ein Strich, das kleine C und hier unten das große C mit einem Großbuchstaben gekennzeichnet, um einfach die verschiedenen Oktaven, die verschiedenen Tonhöhen mit dem gleichen Notennamen unterscheiden zu können und klar definieren zu können. Warum wir eigentlich im deutschsprachigen Raum das H statt dem B benutzen, hat historische Gründe. Es ist nicht der Schreibfehler, wie sich dieser Mythos festgesetzt hat und noch immer bis heute hält, sondern es hat einfach historische Gründe. Es gab zwei Arten vom B, und zwar es gab ein rundes B für B-Molle und ein eckiges B für B-Durum. Heute das bekannte Dur und Moll. Es entstammt daraus und man hat für die leichtere Unterscheidung im Druck hier einfach ein H geschrieben. Übrigens stammt unser Auflösungszeichen, das wir heute benutzen, das die Vorzeichen und die Versetzungszeichen auflöst,
von diesem H-Durum. Im deutschsprachigen Raum und irgendwo auch noch in Skandinavien verwenden wir das H. In Englisch heißt es B und Spanier, Franzosen, Italiener haben überhaupt Solmisationssilben Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Es gibt also in den Ländern gewisse Unterschiede in den Notennamen, wie wir die Noten bezeichnen. In den nächsten Übungen schreiben wir die verschiedenen Lagen, wir finden die Töne, zeichne einfach die Töne, die gefragten Töne ein und bezeichne die Noten, die du siehst. Vergiss nicht den Schlüssel, pass auf, ob es ein Bassschlüssel oder ein Violinschlüssel ist und viel Spaß dabei. Und hier geht es von Schlag auf Schlag. Wir starten im Violinschlüssel. Wieder eine gute Möglichkeit, den Violinschlüssel